Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem YouTube-Kanal von Pull Up and Dip. Mein Name ist Felix und in diesem Video zeige ich dir heute, wie du mit Calisthenics Übungen einen starken Bauch bzw. einen starken Rumpf bekommst. Starten wir mit der ersten Übung und zwar mit den Knee Raises. Dafür brauchst du eine Klimmzugstange. Du hängst dich quasi an die Stange hin, bringst deine Schulterblätter nach unten, somit kommt dein Kopf raus, genau, und jetzt ziehst du die Knie so weit wie es geht nach oben. Sehr gut, versuch das langsam und kontrolliert zu machen, Dankeschön, und dabei versuchen wirklich die Knie so weit wie möglich nach oben zu bringen. Die nächste Variante, die nächst schwierigere Variante sind dann die Leg Raises. Hier haben wir die exakt gleiche Ausgangsposition, nur bleiben unsere Beine jetzt gestreckt. Das bedeutet, hier hoch auf 90 Grad. Genau. Perfekt, vielen Dank. Auch hier achte darauf, dass du die Beine komplett gestreckt hast und das Ganze wirklich ohne Schwung machst, sondern langsam und kontrolliert aus deiner geraden Bauchmuskulatur heraus. Wenn das Ganze zu einfach für dich ist, dann kommt jetzt noch die dritte Variante und zwar Toes to Bar. Jetzt versuchen wir die Füße wirklich an die Stange nach oben zu bringen. Auch hier Ausgangsposition ist exakt die gleiche. Super, vielen Dank. Ausgangsposition ist genau die gleiche. Die Füße bleiben komplett gestreckt, Arme bleiben gestreckt, Schultern schön hinten unten fixiert und die Beine kommen so weit wie es möglich nach oben. Im Idealfall berühren sie die Stange. Kommen wir zur nächsten Übung und zwar dem L-Sit. Auch hier zeigen wir dir verschiedene Progressionen, damit du dich langsam aber sicher an die Übung rantasten kannst. Dazu bräuchtest du auf jeden Fall eine Erhöhung, im Idealfall Liegestützgriffe, Parallels oder sonstiges. Auch Yoga-Blöcke funktionieren hier. Hauptsache du kommst ein bisschen weiter weg vom Boden, dann ist die Übung einfach etwas einfacher auszuführen. Du stützt dich nach oben, genau, drückst dich mit den Schultern schön nach unten und dann gehst du erstmal in einen Takt L-Sit, das heißt du ziehst die Knie an und hältst diese Position. Dankeschön. Hier ist es wichtig, dass du erstmal ein paar Sekunden in dieser Position verbringst, gute 10, 15 Sekunden, bevor du dann wirklich zu der nächsten Progression übergehst. Das wäre dann, wie wir dir jetzt zeigen werden, die einbeinige Variante. Das heißt, gleiche Ausgangsposition. Wir starten im Takt, ziehen wieder beide Füße an und strecken ein Bein raus und halten diese Position. Dankeschön. Genau, hier ist es eigentlich egal, mit was für einem Fuß du startest. Kannst abwechseln, ist aber auch nicht schlimm, wenn du nur ein Bein nach vorne streckst. Hier einfach versuchen, so gut wie es geht, wirklich deinen Quadrizeps so weit wie es geht, zu deinen Bauchmuskeln zu ziehen, damit du diesen Winkel hier verkleinerst. Der eigentliche Skill, der L-Sit, sieht dann dementsprechend so aus, dass wir auch wieder in die normale Ausgangsposition gehen und beide Beine nach oben bringen. Genau. Dankeschön. Genau, und hier kannst du einfach versuchen, dass du diese Übung so lang wie möglich hältst, beziehungsweise so lang wie möglich, wie du es halt auch einfach nur kontrollieren kannst. Ja? Viel Spaß dabei. Kommen wir zu der letzten Übung, wie du deinen Bauch stärken kannst, und das ist meiner Meinung nach auch die wichtigste Übung, die Hollow Body Hold Position, weil du diese Position einfach bei sehr, sehr vielen Übungen brauchst und da dementsprechend einen starken Rumpf auch benötigst. Das Ganze sieht so aus, dass wir uns auf den Rücken legen, starten erstmal mit angezogenen Beinen und schauen, dass wir unseren unteren Rücken maximal an den Boden pressen. Ja? Dann heben wir unsere Schultern an. So, jetzt ist hier der untere Rücken maximal auf dem Boden und dann führen wir langsam aber sicher die Beine nach vorne, unten
und die Arme nach hinten und halten diese Position. Wichtig hier, dass permanent der untere Rücken am Boden anliegt. Vielen Dank. Genau, hier extrem wichtig, dass wenn du am Anfang es noch nicht gewährleisten kannst, dass dein unterer Rücken auf dem Boden bleibt, ja, dann geh noch nicht komplett in die Öffnung, sondern strecke vielleicht erstmal nur die Beine aus und strecke erstmal nur ein Bein aus, dann langsam aber sicher das zweite Bein und erst wenn das sicher ist, dann die Arme auch noch nach hinten, ja. Wenn du nämlich hier startest, dass du ein Hohlkreuz machst, dann bist du einfach schlichtweg noch zu schwach, um diese Position zu halten. Deswegen da eine Progression suchen, die du auch wirklich für ein paar Sekunden halten kannst. Hier empfehlen wir dir ca. 15-20 Sekunden, solltest du schon in der Lage sein, diese Position zu halten, bevor du dann den nächsten Schritt gehst, um wirklich in die richtige Position dann auch zu kommen. Ich hoffe, du konntest ein paar Übungen für dein Training mitnehmen, damit du einen stabilen Rumpf bekommst. Wenn du Fragen, Anregungen hast, dann kannst du es gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten empfehle ich dir unsere Calisthenics Academy. Da findest du strukturierte Trainingspläne, da findest du ja alles um das Thema Ernährung, leckere Rezepte und vor allem du hast die Möglichkeit, Videos einzusenden, um professionelles Technikfeedback zu bekommen, damit wir auch sicher gehen können, dass du die Übungen, die wir dir hier zeigen, auch korrekt ausführst. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut, dein Flex. Ciao.